Ich hätte Dennis schon viel früher rauswerfen sollen. Hättest du den Mund gehalten, wäre er nie auf die Idee gekommen, sich bei dir einzunisten. Du weißt genau, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte. Barbara ist mir wichtiger als das Schloss. Dabei gefällt es ihr hier auf Friedenau. Egal, was passiert. Friedenau kann dir niemand mehr nehmen. Nicht einmal Clarissa. Wenn ich dieses Projekt kippe, dann kann ich wieder bei Null anfangen. Ja, und warum erfahre ich das erst jetzt? Ich dachte, ich komme alleine damit klar. Du bist aber nicht mehr alleine. Wir gehören jetzt zusammen. Jackie, ich kann dich doch nicht jedes Mal fragen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Erinnern Sie sich noch an die Unfallnacht? Als Sie Ihren Wagen stehen ließen und zurück nach Friedenau sind. Mit einem Taxi. Das war der Taxifahrer, der Sie gefahren hat. Ich habe diesen Mann niemals zuvor gesehen. Es reicht, dass er sich an Sie erinnert. Von wegen Ihre Aussage steht gegen meine. Wenn ich den Taxifahrer zu den Bullen schleppe, sehen Sie verdammt alt aus. Dennis. Wir können darüber alles reden. Tun Sie sich keinen Zwang an. Vorhin, ich habe das nicht so gemeint. Soll das eine Entschuldigung sein? Es tut mir leid. Das Ganze war ein Missverständnis. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und damit sowas nicht wieder vorkommt, habe ich etwas vorbereitet. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. Nein, nur bis wir selbst ein passendes Grundstück haben, das sich für einen Streetballplatz eignet. Ich bin sicher, Herr Piepenbruch würde ein Entgegenkommen Ihrer Firma zu schätzen wissen. Das ist nicht zu machen. Schade. Ja, mir auch. Wiederhören. Pardon. Meyerbach und Sohn. Gute Wahl, solide Firma. Machen überwiegend in gewerblichen Immobilien. Wenn Ihnen irgendjemand hier in der Umgebung eine Sportstätte vermitteln kann, dann ist das Meyerbach. Es muss ja nicht gleich ein Stadion sein. Ein unbebautes Grundstück reicht vollkommen. Wie auch immer. Das ist auf jeden Fall Ihr ganz persönliches Problem. Und deshalb würde ich es begrüßen, wenn Sie es in Ihrer Freizeit lösen. Und nutzen Sie nicht meine Geschäftskontakte für private Angelegenheiten. Das mag ich nicht. Es ist für einen guten Zweck. Die Firma würde davon profitieren. Herr Brockmann, ich handle mit Grundstücken und Häusern und nicht mit Basketballen und Sportswear. Soziales Engagement hat noch niemandem geschadet. Es wäre eine hervorragende PR für Ihre Firma. Meine Projekte sind Werbung genug. Danke. Die Kids, die wir heute vertreiben, sind unsere Kunden von morgen. Meine Klientel lässt ihren Sprösslingen einen eigenen Platz bauen, wenn die unbedingt Streetball spielen wollen. Und jetzt sehen Sie lieber zu, dass die Kirche unterschreibt. Haben Sie den Vertrag vorbereitet? Selbstverständlich. Bitte sehr. Dann legen Sie sich mal ins Zeug. Sonst sitzt vielleicht morgen jemand anders auf Ihrem Platz. Weshalb ich eigentlich zu Ihnen wollte. Sie sind eingeladen heute Abend um 8 im Postillon. Bringen Sie Ihre Freundin mit und seien Sie bitte pünktlich. Ich sitze nicht so gern allein mit meiner Frau darum. Gerne, danke. Ich freue mich. Anschließend fuhr ich nach Friedenau zurück und meldete meinen Wagen als gestohlen. Düsseldorf den. Was bezwecken Sie damit? Betrachten Sie dieses kleine Schriftstück als Gedächtnisstütze. Wann immer Sie mich nicht gut behandeln, ziehe ich dieses Papier. Und Sie erinnern sich daran, dass Sie mir ewig dankbar sein müssen. Was ist mit der Polizei? Grund genug hätte ich ja. So wie Sie mich behandelt haben. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, wie leid es mir tut. Da opfere ich mich für Sie auf und Sie wollen mich vor die Türe setzen. Wirklich nicht nett von Ihnen. Was glauben Sie passiert, wenn ich mir an Ihrem schlechten Stil ein Beispiel nehme? Aber ich will mal nicht so sein. Wenn Sie in Zukunft keine Dummheiten machen. Versprochen. Sie können sich auf mich verlassen. Toll. Dann sehe ich Sie vor Gericht. Wieder Sie und den Taxifahrer. Nein.
Dankeschön. Ein Wetter ist das. Wann darf ich das Essen servieren? No, in einer Viertelstunde. Im Salon oder oben? Wir nehmen unsere Mahlzeiten jetzt in den oberen Räumlichkeiten. Gern. Können wir nicht später essen? Ich möchte lieber noch spazieren gehen. Bei dem Regen. Ich bin noch nicht aus Zucker. Aber du könntest dich erkälten. Du meinst zusätzlich zu meiner angeknacksten Seele? Du hast mich durchschaut. Nein, ich möchte einfach an die frische Luft. Okay. Holen Sie meiner Frau bitte einen Mantel und einen Regenschirm, ja? Natürlich. Fällt dir jetzt die Decke in den oberen Räumlichkeiten auch schon auf den Kopf? Wir können gerne in ein Hotel gehen, wenn du möchtest. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich würde dieses Angebot nicht ausschlagen. Oder wollt ihr tatsächlich zwischen Ratten und Mäusen unterm Dach logieren? Du hast doch sicher Wichtigeres zu tun, als deine Nase in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Nicht solange sie sich von meiner Haustür abspielen. Guten Tag. Ich wollte zu Jackie. Gehen Sie ruhig, Sie wissen ja, wo sie Ja, ist. danke. Vermietet ihr neuerdings unter oder was hat euch veranlasst, in den 3. Stock zu ziehen? Danke, Christiane. Früher oder später erfahre ich den Grund schon noch. Später ist früh genug. Du wirkst etwas mitgenommen, meine Liebe. Geht's dir nicht gut? Du entschuldigst uns? Ja? Hi. Hallo. Jackie, es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Aber ich wollte dich nicht belasten und ich dachte, ich finde alleine eine Lösung. Und? Hast du? Nein. Ach, die Kids können ihren Platz also vergessen. Jackie, ich weiß doch selbst, was der Platz den Jungs bedeutet. Aber dieser Job ist die Chance für mich und ich möchte sie nicht verlieren. Verstehst du das? Ja, sicher. Aber Ach, kein Aber. Ich bin auf deiner Seite. Aber nur unter einer Bedingung. Wir sprechen in Zukunft über deine Probleme. Ehrenwort? versprochen. Okay, dann verspreche ich dir, dass ich immer zu dir halte. Egal, was passiert. Auch wenn ich dir sage, dass mich mein Chef heute zum Abendessen eingeladen hat? Na, solange er dich nicht zum Nachtisch vernascht. Keine Sorge, seine Frau ist dabei. Deshalb würde ich mich auch freuen, wenn du mich heute Abend begleitest. Ja, ist vielleicht eine gute Gelegenheit, ihn noch mal ein bisschen weich zu klopfen. Jackie, ich möchte Privates nicht mit Beruflichem vermischen. Aber es ist doch ein Geschäftsessen, oder? Trotzdem, dieser Streetballplatz ist unsere Privatsache und ich möchte darüber nicht reden. Kannst du das verstehen? Ja. Zum Teufel mit Christoph. Wer weiß, wie lange er da oben noch wohnen bleibt. Aber es ist doch nur eine Übergangslösung, bis er etwas Passendes gefunden hat. Ein Provisorium sozusagen. Nichts ist so beständig wie ein Provisorium. Wir müssen dringend etwas unternehmen. Ich will nicht länger warten. Wird nicht leicht sein. Dieser Petersen wird immer unberechenbarer. Clarissa. Clarissa, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich hab zu tun, ruf mich an. Ich gehe hier nicht weg, bevor du mich angehört hast. Um was geht es diesmal? Es ist was Furchtbares passiert. Dir ist ein Fingernagel abgebrochen. Wenn mich die Damen bitte entschuldigen. Clarissa, Dennis hat den Taxifahrer aufgetrieben, der mich an dem Abend nach dem Unfall zu dir nach Friedenau gefahren hat. Der Mann hat mich wiedererkannt. Wie viel? Was kostet es, damit er sich nicht erinnert? Das habe ich ihn nicht gefragt. Wo liegt denn das Problem? Dass du mir nicht geholfen hast, obwohl du mir fest versprochen hast, dich um Dennis zu kümmern. Alles braucht seine Zeit. Ich war ganz allein und ihm hilflos ausgeliefert. Charlie, was hast du diesmal für Unsinn angestellt? Ich habe ihm ein Schuldgeständnis unterschrieben. Du hast... Bist du wahnsinnig? Ich hatte keine andere Wahl. Er wäre sonst mit dem Taxifahrer sofort zur Polizei gegangen. Ach, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Ich glaube nicht, dass er nur blufft. Aber du weißt es nicht.
Ich bin's nur. Geht's dir immer noch nicht besser? Ich werde die Angst nicht los, dass Nils wiederkommt. Mama, Nils ist tot. Du warst doch selbst auf seiner Beerdigung. Ja, aber ich habe ihn wieder gesehen. Er war ganz real, so real wie nie. Ich konnte ihn sogar anfassen. Ach Mama, das sind bestimmt noch die Nachwirkungen von der Beerdigung. Da ist man manchmal ein bisschen komisch. Es ist lieb von dir, dass du mir helfen willst, aber das wird nichts nützen. Nicht solange ich hier Friedenau bin. Heißt das, es bleibt dabei? Ihr zieht wirklich aus? Ich würde am liebsten sofort die Koffer packen. Aber es dauert noch eine Weile, bis Christoph eine Wohnung gefunden hat. Ich habe so gehofft, dass du es dir noch anders überlegst. Ich würde ja auch sehr gerne hier bleiben. Allein, weil Christoph so in Friedenau hängt. Ich halte es hier nicht mehr aus. Jeder Raum, alles erinnert mich an Nils. Warum geht ihr denn nicht in ein Hotel, bis Christoph was gefunden hat? Das kann ich ihm nicht zumuten. Ich möchte, dass er so lange wie möglich hier bleibt. Und dann gibt's ja auch noch dich. Och, Mama, wirklich. Erstens bin ich ja nicht aus der Welt. Und zweitens kann ich schon ganz gut auf mich alleine aufpassen. Wenn Gero wenigstens hier wäre. Bei den Problemen, die er momentan hat, könnte er dir auch nicht helfen. Er könnte sich mal melden und Bescheid sagen, wie es ihm geht. Es geht ihm sicherlich gut. Aber dir geht's schlecht. Zerbrich dir doch nicht den Kopf über uns. Mütter machen sich nun mal Sorgen um ihre Kinder. Und Kinder um ihre Mütter. Hm? Wenn du irgendwas brauchst, ich bin immer für dich da. Du musst diesem kleinen Erpresser seine Grenzen zeigen. Wenn er dann zur Polizei geht? Charlie, habe ich schon mal nicht recht behalten? Selten. Ja, also. Dennis muss begreifen, dass er nicht alles mit dir machen kann. Ja, du wirst gut reden. Sag einmal nein und er wird sich in Zukunft zurückhalten. Sonst noch was? Nein. Clarissa. Charlie, ich habe zu arbeiten. Ich wollte dir nur sagen. Nicht der Rede wert. Wenn Ihre Freundin weiterhin so geknickt herumläuft, dann kommt ja die Polizei allein schon wegen ihres Aussehens auf die Spur. Keine Sorge, ich habe Charlie im Schnellkurs wieder auf die richtige Bahn gebracht. Es dauert nur etwas länger, bis sie die Informationen verarbeitet hat. Hoffentlich ist es dann nicht zu spät. Charlie wird ihrem Assistenten die Stirn bieten. Dann ist sie glücklich und er kann weiterhin die angenehmen Seiten des Lebens genießen. Ihre Falschaussage bringt Sie also nicht in Bedrängnis. Nicht solange die beiden ruhig gestellt sind. Danke. Und jetzt zu Christoph. Ich habe mich noch einmal umgehört. Was haben Sie rausgefunden? Er hängt offenbar mehr am Schloss als an seiner Frau. Das hat er mit mir gemeinsam. Er plant zwar auszuziehen, mir aber auch nicht. Aha. Christoph spielt also auf Zeit. Vielleicht spekuliert er darauf, dass Barbara unterm Dach sich erholt und sich somit der Auszug erübrigt. Das wäre eine Möglichkeit. Dann sollten wir schleunigst dafür sorgen, dass er diese Möglichkeit nicht mehr in Erwägung zieht. Barbara hängt genauso an Friedenau wie du. Und sie liebt dich. Sie würde alles tun, damit du glücklich bist. Ja, auf Kosten ihrer Gesundheit. Aber das lasse ich nicht zu. Wir müssen uns auf den Tag vorbereiten, wo wir hier wegziehen. Aber ihr bleibt doch in der Nähe. Du kannst dich um alles genauso kümmern wie vorher. Henning, wenn wir hier ausziehen, dann kümmere ich mich um Barbara. Dann tritt doch alles andere in den Hintergrund. Für den Fall bin ich doch da. Ich passe hier schon auf. Ja, und Clarissa wartet nur auf so eine Gelegenheit. Meinst du wirklich, du bist ihr gewachsen? Das ist es also, ja? Traust mir nicht zu, dass ich mit Clarissa fertig werde? Nein, 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 das ist es doch gar nicht. Aber denk doch nur an Barbaras Kollektion, die beinahe geplatzt war. Da hatte dich Clarissa so in der Hand, dass du nicht Nein sagen konntest. Ich werde es dir beweisen, ja? Ich kümmere mich hier um alles während deiner Abwesenheit. Ich danke dir, Henning. Hi. Hi. Bring mir eine Flasche Shampoos zu Steffis Tisch. Aber vergiss die Gläser nicht. Darf ich mich setzen?
hast immer noch nichts von Nick gehört, ha? Und deine Familie? Hat die sich mal gerührt? Zum Glück nicht. Können wir bitte das Thema wechseln? Ich wollte dir nicht zu nahe treten. So, der Champagner und 2 Gläser für den Herrn. Zahlst du bar oder mit Karte? Gar nicht, die Schneider zahlt. Und jetzt verpiss dich, wenn du deinen Job behalten willst. Oh, jetzt krieg ich aber Angst. Darf ich dich zu einem Champagner einladen? Nein. Habe ich was falsch gemacht? Mann, ich find's ätzend, wie du mit Heino umgehst. Selbst schuld, weil er sich mit der rechten Hand der Chefin anlegt. Hat sie dich befördert oder was? Mittlerweile läuft nichts mehr ohne mich. Deshalb zahlt sie auch den Champagner. Aber das ist erst der Anfang. Prost. Und jetzt ist die Kolik vorbei, ja? Ja, Gott sei Dank. Ich danke dir. Hast du prima hingekriegt, Rudi. Ohne den Einsatz Ihres Sohnes hätten wir es wohl verloren. Mein Sohn war hier? Die ganze Zeit über. Mhm. Kommt ganz nach Ihnen, der Junior. Schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Du benimmst dich wie ein Dreijähriger, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Vielleicht liegt es daran, dass du mich immer wie einen Dreijährigen behandelt hast. Und wenn ich in deinen Augen wieder der große Versager nicht war. Wie früher. Ich hätte wissen müssen, dass du mich nicht so akzeptieren kannst, wie ich wirklich bin. Und genau deshalb werde ich Friedenau wieder verlassen. Friedenau verlassen. Wenn du irgendetwas brauchst, eine Wohnung, ein Auto, egal was, ich helfe dir. Danke, aber erstmal komme ich klar. No Limits, hallo? Ja, gut, dass Sie anrufen. Willst du nicht doch einen Schluck? Nein, danke. Was ist los? Habe ich dir irgendwas getan? Nein. Verstehe ich nicht, warum du so zickig bist. Steffi, ich kann nichts dafür, dass Nick dich sitzen gelassen hat. Ja, Nick ist ein Schwein. Aber du bist auch nicht viel besser. Du hast Patrick einfach auf der Straße liegen gelassen. Ah. Das ist alles, was dir dazu einfällt. Steffi, das ist eine lange und komplizierte... Hast du an einer Waffel die Schneider zahlt? Irrtum. Ich habe gerade mit der Chefin telefoniert. Sie meint, soll seine Rechnung gefällig selbst lösen. Wenn nicht, dann darf ich dir den Hintern aufreißen. Sie hat sich von dem ausgedrückt. Musst du diesen Makler heute Abend treffen? Tja, es wird Zeit, dass ich die Suche forciere. Es ergibt sich nichts von heute auf morgen. Wir können natürlich auch in eine Hotelsuite gehen. Ich hab dir doch gesagt, wir können genauso gut hier warten. Deine Gesundheit ist mir wichtiger als dieser steinerne Kasten hier. Trotzdem, wir sollten nichts überstürzen. Vielleicht bessert sich mein Zustand und der Auszug erübrigt sich. Bist du sicher, dass du das willst? Ja, ganz sicher, Christoph. Na gut, dann werde ich eben von hier aus weitersuchen. Wird dir das nicht alles zu viel? Ach, Henning unterstützt mich doch, wo er nur kann. Und so sieht er auch gleich, was zu tun ist, wenn wir hier mal ausziehen. Du machst ihn zu deinem Stellvertreter? Ich habe lange überlegt, aber wenn ich ihm nicht vertraue, wem dann? Das freut mich für ihn. Und für dich auch. Ich liebe dich, Barbara. Nichts auf der Welt ist mir wichtiger als du. Ach, Christoph. Wenn du bei mir bist, dann habe ich keine Angst mehr. Nicht mal vor Nils. Eines Tages wirst du erkennen, dass es Nils nicht mehr gibt. Sie müssen meine Anweisungen genau befolgen. Haben Sie das verstanden? Ich mache alles, was Sie wollen. Aber nur, wenn ich Barbara mitnehmen darf. Darf ich? Meinetwegen, ich schenke sie Ihnen. Dann los und keine Tricks mehr, okay? Herr Petersen, wollen Sie mich beleidigen? Ich bin eine Frau, die hält, was sie verspricht. Was gibt's? Der Graf ist gerade weggefahren. Gregor wird Sie jetzt runterbringen. Mit dem gehe ich nicht. Der hält mich immer von Barbara fern. Mir bleibt doch nichts zu schweigen. Ich gehe mit Ihnen. Sie übernehmen Barbara. Kurz und gut, ich habe den Auftrag bekommen, obwohl ich weniger geboten habe als die ganze Konkurrenz. Und jetzt raten Sie mal, warum. Hm? Weil ich ein paar intime Details des Verkäufers kannte.
Sehr intime, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das nennt man Know-how. Auf die Genies im Immobiliengeschäft. Zum Wohl. Ja, Prost. Wirklich ein feudaler Tropfen, finden Sie nicht auch? Ja, ausgezeichnet. Also wenn Sie bei mir was werden wollen, junger Freund, dann gilt folgende Devise. Immobilien und Rotwein, das passt nicht zusammen, verstehen Sie? Das kommt nicht zusammen. Weißwein ja, aber nicht Rotwein. Es sei denn, Sie arbeiten in Italien. Da gehört es zweifellos dazu. Was meinst du, Schatz? Wollen wir die Bombe platzen lassen? Mein lieber Brockmann, herzlichen Glückwunsch. Die Kirche hat heute unterschrieben. Den Vertrag, den Ihr Freund so genial vorbereitet hat. Auf Patrick Brockmann. Prost. Also wenn Sie als Diakon so effizient waren wie bei mir, dann hat Ihnen der Papst bestimmt ein paar Tränen nachgeweint, was? Hab ich dir eigentlich schon erzählt, Schatz, welchem glücklichen Umstand wir dieses Talent zu verdanken haben? Nein, welche? Am Tag seiner Priesterweihe hat er einfach das Handtuch geschmissen. Oder, wie sagt man dann in Ihren Kreisen, den Talar an den Nagel gehangen? Auf jeden Fall hat er begriffen, dass das Leben mehr zu bieten hat als nur Schall und Weihrauch und leere Klingelbeutel. Geld und Karriere, das ist es, wovon er jetzt träumt. Und da ist er natürlich bei mir genau an der richtigen Adresse. Sie haben doch gar keine Ahnung. Patrick ist kein Priester geworden, weil er mich liebt. Und nicht, weil er so ein geldgeiler Sack ist wie Sie. Schönen Abend noch. Was soll das? Hat Heino Ihnen das nicht gesagt? Ich will es von Ihnen hören. Ab jetzt zahlen Sie Ihre Rechnungen selbst. Und wenn ich mich weigere? Sind Sie der Erste, der im No Limits verdurstet? Ganz schön mutig. Oder liegt es daran, dass sich Ihr Alter bemerkbar macht und Sie langsam vergesslich werden? Noch so eine Unverschämtheit und ich lasse Sie rauswerfen. Nur zu! 5 Minuten später bin ich bei den Bullen und zeige denen, was Sie unterschrieben haben. Ach, Dennis, Sie langweilen mich. Aber wenn es Sie unterhält, bitte. Ich halte Sie nicht auf. Es bleibt dabei. Keine Tricks. Ich nehme Barbara heute mit. Wenn Barbara Sie hier sieht, dann halten Sie bestimmt keine 10 Pferde mehr auf Friedenau. Da bin ich mir ganz sicher. Bin gleich wieder da. Christoph? Was willst du in der Bibliothek? Ach, schön, dass du da bist. Ich habe dich nämlich schon gesucht. Ich habe dringend etwas mit dir zu besprechen. Das kann warten. Aber es ist wichtig. Ich habe keine Zeit, entschuldige.